So now embassy, Yes. 15 minutes. Oh, okay. King of the bongo, king of the bongo. Ah, ja. Monsieur, bonjour. Paying with Mastercard possible? No? Okay, Gasol full. Bonjour, Monsieur. Mamu, du bist Finn, bis da oben hin. Mamu, ich kann nicht mehr. Mamu, après Mamu. Das hier ein paar Minuten. Merci. Mamu, oh ne, I'm da. Finn. Mamu, Finn, Conakry. Okay? Merci. Guten Morgen, Sinanuba, meine Liebsten. Ich habe mir hier einen sehr interessanten Spot rausgesucht. Ich bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt kurz rauskommen werde. Die Steine sind sehr grippy, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber es hat die ganze Zeit geregnet. Also wirklich die ganze Zeit. Und gestern Abend, das war, also gestern der ganze Tag, fürchterlich. Das war so das anstrengendste Fahren bisher. Also hier ist ein bisschen sehr eng. Na gut, muss der Rossi durch. Und hier ist ein kleiner See und dann gibt es da gleich auch noch einen Berg. Hier muss ich leider ein bisschen Gas geben. Aber wie gesagt, die Steine sind doch recht grippy. So, hier ist ein dicker Klopper. Und hopp. Na, das war doch alles easy. Wir werden jetzt dann weiter die N1 nach Mamu fahren. Ich habe nämlich immer noch kein Geld. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil die Tanken, die akzeptieren keine Kreditkarten. Ja, jetzt war ich in Mamu. Da gibt es 2 Geldautomaten. Ratet mal, wie viele von denen nicht funktioniert haben. Na gut, die Gegend ist echt toll. Der Regen hat jetzt tatsächlich aufgehört. Da hinten kommt auch die Sonne raus zwischen den Wolken. Wir haben es entspannte 22 Grad. Es fühlt sich aber sehr viel wärmer an.
wegen dem ganzen Wasser in der Luft. Oh, kommt da einer? Da kommt keiner. Ich will euch ja nicht wegscheuchen da, ne? Insgesamt habe ich mir heute 300 und noch 4 Kilometer vorgenommen in ein relativ exklusives Hotel. In der Hoffnung, dass sie da, wenn wirklich alle Stricke reißen und ich in Paraná auch kein Geld bekomme, dass die mir da wenigstens mal ein Muni wechseln können, damit ich problemlos tanken kann. Ne? Ah, danke. Merci, merci. Ja, weil die alle keine Bremsen haben, fahren die tatsächlich im ersten Gang hier runter. Resultate von keine Bremsen, schlechtes Wetter. Gestern war dann, ja, es wurde dunkel, es hat sehr, sehr stark geregnet. Dann gab es in den Bergen richtig ordentlich Nebel und ja, spätestens alle 2 Kilometer ein neuer Unfall von irgendwelchen LKW, die da verunglückt sind. Aber manche so böse. Ein Bild, das ging mir bis gestern Abend nicht aus dem Kopf. Da hingen dann noch die Gliedmaßen aus der Fahrerkabine, die aber bis auf bestimmt 3 Meter hochgetürmt war und aufgerissen war. Das ist nichts für mich. Das war schrecklich. Also das war wirklich schlimm. Ja, aus Conakry raus war auch schlimm. Was für ein Verkehr. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie lange ich für diese 40, 45 Kilometer Metropolregion benötigt habe. Das war echt übel. Naja, irgendwann mal war ich draußen und dann fingen auch die Polizeikontrollen schon an und ich war so durch. Am Ende muss ich so fertig ausgeschaut haben. Wie gesagt, es wurde dann auch schon spät und das Fahren war sehr, sehr anstrengend. Also nur durch Fenster geguckt und durchgewunken. Der kaputte da. Ja, also gestern war bisher der absolut anstrengendste Tag. Aber ich habe mein Visum bekommen und habe bis zur Grenze, glaube ich, 600 Kilometer irgendwas. Also jetzt gucken wir uns hier nochmal die schönen Wolken an. Ja, das dampft da ja aus. Dschungel. Ja, die Gegend ist schon echt schick. Leider machen die sich mit diesen Polizeikontrollen echt eine Menge kaputt. Also die meisten sind ganz süß. Aber so ab und an hast du immer wieder mal einen Huso dabei. Und ich hab's mir nicht verstanden, habe ich einen Sparkartenaufkleber auf der Stirn oder was? Weil ich die scheiß ATMs hier, die funktionieren noch nicht mal. Wie soll ich an Money kommen? Ich hab noch nicht mal mehr Diesel. Gasoil. Mann, ey, der BMW da vorne, ey. Wie gesagt, um jeden Preis müssen die einen überholen wollen. Und ich meine, es hat gerade geregnet, die haben alle kaputte Stoßdämpfer, kein Profil auf den Reifen und naja, vorausschauend fahren ist jetzt auch eher so semi. Und naja, hier sind manchmal Schlaglöcher, da könnte man ein ganzes Auto drin versenken und ich musste vorsichtig abbremsen. Also ich war noch nicht einmal so schnell unterwegs und dann hat ein Quietschen gegeben. Der wäre mir tatsächlich fast hinten reingeballert. Das war knapp. Am besten niemanden vor sich haben, niemanden hinter sich. Und so defensiv wie ich fahre, also defensiver geht es eigentlich gar nicht mehr. Ich bin immer ganz rechts, ich halte auch an, lasse die Leute vorbei, weil ich keinen Bock habe, dass die da hinter mir nervös werden. Die haben es irgendwie eilig. Also die Straßenverhältnisse sind auch, ja, ist jetzt keine Autobahn, aber ich komme relativ gut voran. Ich habe jetzt in 1,5 Stunden 100 Kilometer geschafft. Und das ist eigentlich okay. Trotzdem kommt er nicht schneller voran. Ey, also ernsthaft. Naja, es hat mich geknallt. Dem Bossi macht es, glaube ich, auch noch Spaß. Mir sowieso. Jetzt muss ich nur achten, dass der Motorradfahrer hinter mir... Wo ist denn der jetzt hin? Scheiße.
Ah, der ist abgebogen. Na gut. Die verschwinden manchmal einfach mitten im Gebüsch. Ja, wir haben jetzt noch 200 Kilometer und das soll ich gemäß Navi gegen 2:30 Ortszeit erreichen. Dann fahre ich doch direkt weiter. Also Vollgas nach Ghana, nicht wahr? Will mir hier auch nichts mehr ansehen. Ich habe meinen Plan ein wenig angepasst. Also das Ziel behalte ich im Auge, aber ich werde jetzt auch nach Ghana rein einen anderen Grenzübergang nehmen. Heißt, ich werde die Elfenbeinküste ziemlich genau in der Mitte im Westen einfahren und dann fast schnurstracks geradeaus gen Osten. Und dann bin ich ungefähr auf Höhe Kumasi, Nyale oder so heißt der Grenzübergang. Scheint sowas wie eine grüne Grenze zu sein. Da kriege ich auch mein temporäres Einfuhrticket für 9 € und erspare mir dann den ganzen Brassel an der Hauptübergangsstelle. Ja, und die Landschaft ist immer noch toll. Also Guinea ist echt sehenswert, aber diese ganzen Police-Checkpoints, die machen alles kaputt. Da hat man einfach keinen Bock mehr. Was aber jetzt sehr, sehr auffällig auch war oder ist, hier auf dem Land ist alles viel entspannter. Sehr, sehr viel entspannter. Also ich kämpfe mich hier noch ein bisschen durch und ja, sehen wir uns später. Aber so, ich spiele mein Busch-Taxi. Er hängt da hinten dran. Also hat einfach Daumen nach oben gehalten. Ich komm, hüpf drauf. Fahre ich den irgendwo hin. Also ich hoffe, er klopft, wo er raus muss. Diese scheiß Bullen zum Kotzen mit denen, ey, ernsthaft. Jetzt habe ich den Kerl da mitgenommen, ich meine, die fahren hier wie die allerletzten, ey. Und natürlich, ich bin der White Guy. Man ist ja nicht rassistisch gegen Weiße. Nein, natürlich nicht, weil ich habe ja Afrika kolonialisiert, ey. So ein Hirnfick, ey. Hab denen jetzt Kleingeld gegeben, diese Fixer. Und jetzt hängt der Kerl sich wieder dran, sage ich, nee, ey, wenn ich jetzt in die nächste Polizeikontrolle komme, dann kriege ich wieder Ärger. Nee, nee, alles fein, jetzt kannst du fahren. Checkpoint, 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 Money. Ah, was für Arschgeigen, ey. Nee, das waren jetzt extrem coole, ich glaube, ja, 150 Kilometer. Also jetzt nicht mit ihm, den schleppe ich jetzt schon seit 20 Kilometern rum. Und der erste Checkpoint macht wieder die ganze Laune kaputt, ey. Das sind solche hirnlosen Arschgeigen, ey. Und schön sitzen und Hand aufhalten. Oh, zum Kotzen. Naja. Die paar Euro jetzt, ey. Trotzdem. Ja, jetzt hängt er hinten dran und ich weiß ja nicht, was mit der nächsten Polizeikontrolle sein wird. Ja, könnte man echt Mäusemelken gehen. Übrigens sehr lukrativ, 20.000 € den Liter Mäusemilch. Das nur nebenbei. Oh je. Also, kaum aus dieser Scheißstadt raus, direkt wieder alles goldig. Die Kids, die springen auf die Straße, salutieren, heben den Daumen. Die alten Männer, die grüßen.
sehr nice. Das einzige Problem hier in diesem Land scheint echt diese verfluchte, korrupte Polizei zu sein. Gehen die mir auf den Sack. Ich bin jetzt noch 79 Kilometer bis zu so einem Städtchen unterwegs. Da habe ich mir ein Hotel rausgesucht, was etwas exklusiver ausschaut, in der Hoffnung, dass die mir Geld wechseln können. Weil ich selbst in der Stadt gerade eben 2 Geldautomaten aufgesucht habe und ja, beide waren leer. Nee, aber alles cool. Also jetzt ist ein sehr, sehr, sehr entspanntes Fahren. Die Straße ist sehr gut. Baumaschinen Martin Otte. Herr Otte, wenn Sie mitgucken, hier ist Ihr Fahrzeug. Ja, jetzt weiß ich auch, warum an der Grenze zu Guinea dieser Deutsche da so extrem unentspannt war. Also der hat mit denen rumgebrüllt und gerade eben bin ich auch etwas lauter geworden. Dieses Mal ging es mir aber sowas von auf den Senkel, weil insbesondere danach ein bisschen ein paar Kröten dagelassen. Zum Glück tut es mir nicht weh. Dann war das in Ordnung. Dann konnte der Kurze wieder draufhüppen. Den habe ich aber in der Stadt dann rausgeschmissen, weil ich, wie gesagt, die Geldautomaten gesucht habe. Meine, give me your name, I will report you. Und dann plötzlich sind sie kleinlaut, so, wieso? I report you. Ministry of Tourism. Tourism. Und da meinte ich auch, eigentlich Police Protégé Tourisme. Ich als Sprachtalent direkt mit meinem guten Französisch da gesagt und dann, aber no, Police no Protégé Tourisme, Tourisme, Police, voilà. Ich hoffe, das war richtig. Soll Hausraum heißen. Und naja, dann haben sie mir die Papiere ganz schnell wiedergegeben und ich weiß nicht, ich habe denen jetzt 3 Euro oder sowas in die Hand gedrückt. No, give big money, show in car, big money. Jetzt. Je lauter du brüllst, weißt du, desto weniger arbeite ich mit dir Spinner zusammen, ey. Meine Güte. Aber der Kurze, der hatte echt Panik. Das hat man ihm echt angesehen. Und der hat sich sehr herzlich bedankt, als ich den dann in Padana, glaube ich, ist das Städtchen. Ich weiß nicht genau. Fand er sehr, sehr cool. Gute 25 Kilometer ist er mit mir da hinten gefahren. Und ja, eigentlich ganz witzig. Aber was lernt man daraus? Ich mache es nicht noch einmal. Eigentlich wollte ich helfen. Komm, ey, ist doch gar kein Problem. Ich kann dich einfach mitschleppen. Aber die Polizei hat es mir mal wieder versaut, weil ich bin ja ein Weißer. Und wenn das kein Rassismus ist, dann vielleicht kann mir das einer erklären. Also mittlerweile bin ich hier anscheinend ganz alleine unterwegs. Ich habe seit Kilometern kein Auto mehr gesehen, ab und an mal ein Moped. Ich habe es noch ungefähr 23 Kilometer bis zu diesem Hotel. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin alleine. Die Straße gehört mir. Achso, ein Spanier kam mir, hat mich tatsächlich überholt, bevor ich in Padana angekommen bin. Da habe ich mich gefreut. Haben uns gegenseitig angehupt, angeblinkt. Aber er war natürlich schneller mit seinen 2 Rädern. Hier geht es sehr, sehr grün weiter. Und ab und an lugen immer wieder diese knallgelb-orangen Affen aus dem Busch. Also die gucken wirklich so, da kommt einer, zack, und dann sind die wieder weg. Wir sind auch nur noch auf 529 Metern. Also im höchsten waren es fast 2000. Fahren hier macht schon Spaß. Außer
bin in Kisi-Dougou angekommen, beziehungsweise, wunderbar, da ist das Ortseingangsschild, 50 Kilometer habe ich dann noch. Kisi-Dougou, natürlich stand da Gendarmerie herum. Ein Kerl, der aussah wie Cody und auch genauso geredet hat. Sehr, sehr, sehr nett. Und war tatsächlich der Erste, der Hand aufs Herz und Welcome to Kisi-Dougou. Sehr schön. Ja, auf dem Land sind die Leute herzlicher. Ist einfach so. Oh ja, super. Hier wäre direkt eine Total. Hier könnte ich dann danken, wenn ich denn das Geld gewechselt bekomme. Oh, sogar eine Shell. Dann bin ich lieber bei der Shell. Ich würde die Kamera ja anlassen, so lange bis es sich noch nicht knubbelt. Also 2 Kilometer jetzt durch das Städtchen. Ich fahre dem einfach hinterher. Dann sieht man vielleicht nicht meinen Arm, wenn ich denn dann die Kamera von der Windschutzscheibe rupfe. Und die 5. Tanke. So, jetzt komme ich langsam Kilometer bis Centreville sein. Centreville. Bin mal gespannt. Oh, ich liebe diese alten LKW. Die stinken zwar fürchterlich, aber geile Maschinen. Ja, das ist so ein Einblick jetzt mal, Kisi-Dougou. Jetzt wird es sehr, sehr centermäßig da hinten. Ich mache die Kamera lieber aus. Einfach, weil ich kein Ticket kassieren möchte oder mir die Speicherkarte abgenommen wird. Im schlimmsten Fall die ganze Kamera. Man weiß ja nie. Es ist ein Konfliktgebiet. Wir bleiben safe. Also, bitte glaubt mir einfach. Ich bin wirklich endlich mal dazu gekommen, ein Video zusammenzuschnibbeln, beziehungsweise wollte ich, aber jetzt hat hier so das Schütten und Gewittern angefangen, dass ich gar nichts mehr höre und ich kann nicht aufs Zimmer gehen, weil ich da keinen Strom habe. Und deswegen werde ich mich jetzt einfach da dazu gesellen und es wird wieder ein Zwischenbericht morgen mehr dazu. Guten Morgen, Sinanuba. Ich bin in Guinea und zwar in Kisi-Dougou. Habe mir hier ein Hotelzimmer nehmen müssen, tatsächlich, weil kein einziger Geldautomat im ganzen Land gibt mir Geld, egal mit welcher Karte. Keine einzige Tankstelle akzeptiert Kreditkarten. Ich bin fast ohne Sprit hier gelandet. Das war schon anstrengend. Ich habe also ein paar andere Sorgen im Moment als Videos zu machen. Ich habe auch nicht wirklich eine Zielgruppe, außerdem ist eh alles wirr, sobald ich den Mund nur aufmache. Aber irgendwo schließt sich der Kreis. Deswegen bin ich dankbar für einen Kommentar gestern. Es wird sich irgendwie schließen, dieser Kreis, was ich hier überhaupt mache. Ich fahre nach Ghana, mein Name ist Arthur. Hier in Guinea sagen sie Atta Atta, in Gesamtwestafrika Atta. Und speziell in Ghana Kwame Atta, weil Kwame ist der am Samstag geborene, das bin ich. Und ja, ich bin gestern hier in Kisi-Dougou angekommen, in diesem Hotelchen. Die konnten mir zum Glück Geld wechseln. Jetzt habe ich umgerechnet knapp unter 50 €, um zu tanken. Und wenn ich dann die 400 Kilometer jetzt bis zur Grenze Ivory Coast schaffe, dann hoffe ich, wird das auch mit dem Internet besser. Hier sind alle möglichen Dienste gesperrt. Mein persönlicher Standortverlauf, die Standortfreigabe über Google funktionieren nicht. Ist halt ein Konfliktgebiet. Na gut, sehr, sehr anstrengend mit den ganzen Straßensperren. Und wie gesagt, das Allerschlimmste war aber tatsächlich, ohne Geld hier nicht tanken zu können. Dieses Problem habe ich gelöst, deswegen halte ich das jetzt sehr, sehr kurz. Das Land ist wunderschön, die Menschen sind ernsthaft richtig cool drauf. Und ich habe hier einen Spaß am Autofahren, weil die Strecken sind stellenweise wow. Ich fahre den ganzen Tag und bin abends relativ happy, wenn ich dann irgendwo angekommen bin. Meistens hapert es dann aber irgendwie am Essen, an der Energieversorgung für die Gerätschaften oder sonst irgendwas.
Und es ist schon abenteuerlich. Juti, meine Lieben. Also dann, in dem Sinne, gehabt euch wohl, Zentimeter Luft unter der Ölwanne und so ein Quatsch. Also, ihr hört von mir. Bis dahin. Ciao. So, Leute, meine Sinanua, the show must go on, ne? Also, gibt's mal wieder ein Video aus dem Auto. Ich habe jetzt extra die Klimaanlage mal angeschmissen. Versuche nämlich eigentlich ohne zu fahren und Sprit zu sparen, aber dann funktioniert die Kamera nicht. Ich habe gestern Abend noch den Straßenbaum-Chef, Vollinspektor oder so wie noch getroffen. Der hat mir gesagt, die Straße bis zur Grenze ist eigentlich cool, außer 17 Kilometer. Und auf denen befinde ich mich ganz offensichtlich gerade in diesem Moment. Der Vossi ist einfach das geilste Fahrzeug auf diesem Planeten. Und ich kann mich nur noch mal wiederholen. Er hat eine Winterjacke an, ey, sage mal. Ich liebe dieses Fahrwerk. Und ich habe mal mit so einer Gelände 4-Wheel-Drive-App getestet, was ich denn hier überhaupt so an Neigungen mitmache. Also 30% sind in Ordnung, da kippt der Vossi nicht um. Ich musste es aber erstmal probieren und das war sehr unheimlich. Aber 30 Grad Seitenneigung kriegen wir souverän hin. Ehrlich gesagt macht es auch unfassbar viel Spaß. Geht ein bisschen ins Material. Irgendwas rappelt seit heute auch. Ich habe mir das gerade... Opa! Ja, ich denke, das ist mein Bullenfänger vorne. Vielleicht habe ich mir den jetzt gerade eben wieder gerade gehauen. Meine Treppe habe ich mir fast abgerissen. Oh ja, tatsächlich, jetzt rappelt es nicht mehr. Das Flugzeug während des Fluges repariert. Fantastisch! Also hier sind stellenweise Löcher, da passen ganze Kleinbusse rein. Ah je, rechts, links, wir bleiben links. Und jetzt nochmal. Okay, wunderbar, das beruhigt mich tatsächlich. Das Klappern ist fast weg. Ich habe gehört, wie ich mir den Kuhfänger gerade noch mal angeschlagen habe. Oh je, Alter, ich lasse ihn einfach mal durch. Also der Vorderradantrieb mit der Kombination AT-Reifen funktioniert hervorragend. Außerdem ist der ein gutes Stück höher. Ich könnte ihn sogar noch ein bisschen weiter anheben. Ergibt aber wenig Sinn. Jedoch habe ich meinen Cut komplett leer gerappelt. Dafür hört es sich jetzt beim Schalten extrem cool an, wenn man denn sich Zeit beim Schalten nimmt und die Drehzahl runtergeht, gibt es jetzt so ein schönes, enormes, bassiges, im Prinzip ist das die Eigenfrequenz hier vom Fahrzeug. Also, hört sich so ein bisschen alienmäßig an. Ja, aber Werkstattbesuch, beziehungsweise ich traue mir das alles selber zu. Da kommt der Vossi auf den Bock, sobald wir in Ghana sind. Und dann wird mal ordentlich alles inspiziert. Ich habe jetzt schon mal geguckt. Also Lager, Manschetten, alles dicht. Nichts ist irgendwie mit außerordentlich Spiel. Habe ja schon ein paar Kleinteile gewechselt. Die Treppe werde ich jetzt unterwegs nicht reparieren, weil die hat es
diesmal richtig mitgenommen. Also ich hatte in Albanien schon mal Probleme. Da war das aber ganz easy auf dem Campingplatz herzurichten. Ja, diesmal ist sie, ja doch, sagen wir mal, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber wenigstens ist der Unterboden ganz, alles cool. Die Ölwanne ist dran, das ist das Wichtigste. Es liegt auch nirgends, also wie heißt das, es ist alles dicht. Und ja, jetzt überholt er natürlich. Oh meine Fresse, was. Und hier bleiben wir mit einem Reifen rechts drin. Ach, das war ja keine 3 Grad hier. Da hätte jetzt kein Cinquecento reingepasst. Aber man muss tatsächlich immer aufpassen, dass die Mopedfahrer einen nicht in dem Moment schnell noch rechts überholen, weil ich mache manchmal doch ziemliche Schlenker. Jetzt zum Beispiel, damit ich hier die Spur nehmen kann. Zack. Auf dem Video sieht das bestimmt aus wie eine Autobahn. Da bin ich mir sicher. Ja, wir nehmen ganz links. Moment, da muss der Mopedfahrer dann mal eben schnell warten. Ich habe sowieso Vorfahrt, weil je größer das Fahrzeug, desto eher hat man Vorfahrt. Ist tatsächlich ungeschriebenes Gesetz hier. Sehr offensichtlich. So, und jetzt direkt Kontrastprogramm. Das ist die Strecke bis zur Grenze Ivory Coast. Cote d'Ivoire. Einwandfrei. Also die 17 Kilometer da, die waren schon echt anspruchsvoll. Sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was da am Rappeln ist. Wahrscheinlich hat sich der Unterfahrschutz voll mit irgendwelchen Gestein gefüllt. Aber ich genieße es gerade sehr, dass man hier mit locker 80 fahren kann. Also immer schön spritsparend. Ach Mist, hört man mich überhaupt? Ach, der Ton ist scheiße, alles ist scheiße. Ich schneide das nicht gut zusammen, ich weiß. Ist mir egal. Hab gerade andere Sorgen. Und zwar ankommen. Das ist das einzig Wichtige, das Einzige, was zählt. Und wie gesagt, hier mal schön meine Windschutzscheibe als Bildschirm, als Leinwand. Besseres Fernsehen gibt es nicht. Die Landschaft verändert sich hier permanent. Also es ist alles immer noch saftig grün. Aber es kommen immer mehr diese, geil, da haben wir einen. Diese Steine, diese einzelnen, sieht schon schick aus. Und die Polizei hier, die ist sehr viel entspannter als im Westen. Also richtig die Lungen durchpusten hier. Pure Oxygen. Ja, schöne Gegend. Ich mache mal aus, damit noch ein bisschen Batterie da bleibt. Laden kann ich leider nicht. Wegen Überhitzung geschlossen quasi. Also machen wir die Kiste aus, bis später. So, jetzt geht's sogar ins Naturschutzgebiet nach oben. Also in den Nationalpark. Das hier ist ein Nationalpark. Der Name stand auch gerade auf der Karte, aber ich und Namen.
Letzte Etappe vor Côte d'Ivoire. Ich glaube das selber gerade alles gar nicht. Ich komme hier anscheinend in ein Monster-Unwetter rein. Habe noch 65 Kilometer, also ungefähr 1,5 Stunden. Wow. Also heute hat echt Spaß gemacht. Die Polizei war super. Ja, Resümee des Tages. Conakry scheiße. Und die Fahrt bis nach Mamou noch viel schlimmer. Also das ging mir sehr, sehr, sehr an die Nieren. Dahinter lasse ich mal an mir vorbei wahrscheinlich. Ja, also die toten LKW-Fahrer da zu sehen, das war nicht meins. Da habe ich heute auch während der Fahrt noch mal viel drüber nachgedacht und tatsächlich auch dieses Bild gesehen. Und boah, das war mit das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Hat auch irgendwas mit mir angestellt. Überhaupt hat die ganze Reise irgendwas mit mir angestellt. Ich bin ein bisschen stolz. Sehr sogar. Und auch wenn die Zeit nicht so unbedingt gegeben war, habe ich zumindest abends immer irgendwie echt tolle Leute kennengelernt. Sehr interessant war jetzt gestern Abend mit Eric an diesem Hotel Rama in Kisi-Dougou. Dem habe ich künstliche Intelligenz gezeigt. Der ist vom Glauben gefallen. Und ja, das ist toll, irgendwie irgendeinen Eindruck hinterlassen zu haben. Und das war sehr, 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 sehr schön. Also das war heute sehr, sehr cool. Und der Vossi ist das beste Auto dieses Planeten. Also ich kann mir kein cooleres Fahrzeug vorstellen. Das war die beste Investition meines ganzen Lebens. Der Vossi, an den kommt niemand. Und rein gar nichts. Der Wagen, der ist genial. Ja, heavy. Echt krass. 9 Zehntel. Es bleiben jetzt noch knapp über 1000 Kilometer, bis ich in Ghana bin. Alles entspannt. Ich bin weiterhin easy unterwegs. Meistens so ja, knapp über 70. Und freue mich gerade so. Das war toll. Und cool, dass ihr hier dabei wart. Und danke für die Sprüche, die Kommentare. Und das hat echt gut getan. Mein erstes Video ist jetzt auf über 2000 Aufrufe. Ja, hallo, aber habt ihr nichts zu tun oder was? Ich finde das genial. Das ist echt toll. Also, Endspurt. 58 Kilometer raus. Sehr geil. Freuen wir uns. Bis später. Na, hier geht das ja sogar noch. Gerade eben, das war ja ein Highlight. Mossi hat sich mit mir eigentlich seitlich bewegt. Ja, Infrastruktur ist alles. Bei uns kleben die Idioten auf der Straße rum. So, es wird nicht unspannender. Geile Brücke.
Ah, was ist hier? Ah. So, jo. Das war schon die Grenze. Also ich bin jetzt anscheinend im Niemandsland. Kein Cannet de Passage. Was sehr, sehr geil ist. National in so. Oh, ich mach mal aus.